Hallo allerseits und willkommen zum Kanalupdate für November und Dezember 2017. Jetzt ist das Jahr schon fast wieder vorüber, aber ich denke, euch geht es ähnlich wie mir. Jetzt kommt nämlich bald die Primetime für den Modellbau, nämlich die Weihnachtsfeiertage, wo man endlich mal in aller Ruhe an der Werkbank seine Modelle bauen kann. Und da freue ich mich schon ganz besonders drauf, auf diese Zeit. Ich hoffe auch, dass ich dann da das eine oder andere fertig bekomme oder vielleicht auch weitermachen kann. Das wird eine ganz entspannte Sache, glaube ich. In der Vorweihnachtszeit gibt es immer keine besonderen Modellbauausstellungen, zumindest nicht hier in der Nähe. Deswegen habe ich da keine aktuellen Termine für euch. Allerdings gibt es noch einen kleinen Nachtrag von mir zur Modellbaumesse in Ried in Österreich. Da habe ich schon im letzten Update davon erzählt. Das ist recht interessant, da gibt es nämlich jetzt einen kleinen Artikel zu der Messe. Unter anderem auch über den Verein, in dem ich Mitglied bin und auch ein bisschen über mich. Und zwar auf Modelversium, das könnt ihr euch mal anschauen. Da gibt es auch einen Link in der Videobeschreibung. Ist recht nett geschrieben und ja, da kommen wir, glaube ich, alle ganz gut weg. Ich finde es schön, dass es Leute gibt, die die Ausstellungen so detailliert dokumentieren und das dann eben auch anderen zur Verfügung stellen, weil ja nicht jeder auf die Messe gehen kann. Auf diese Art und Weise wird es dann doch ganz gut geteilt und man kann sich auch Anregungen holen, ohne eben persönlich vor Ort gewesen zu sein. Vor einer Weile hat mich dann noch eine Spende erreicht für meinen Modellbau-Workshop hier für die Kinder im Dorf. Das ist vom Sven, so eine Honda-Rennmaschine von Tamiya. Wie wir alle wissen, ist Tamiya recht einfach im Bau. Also ich denke, dass das den etwas geübteren kleinen Modellbauern durchaus zusagt. Vielen Dank, Sven, für die Spende, das finde ich wunderbar. Und ich finde es auch toll, dass ja im Prinzip das ganze Jahr über solche Spenden bei mir eintreffen. Und das ist einfach eine gute Sache. Dann muss ich den Kindern nicht sagen, dass sie sich ein bisschen am Riemen reißen müssen und nicht so viel bauen dürfen, weil wir nicht so viele Bausätze zur Auswahl haben. Sondern ganz im Gegenteil, ich habe viel mehr dabei, als die Racker überhaupt bauen können. Und das ist wirklich eine schöne Sache. Da möchte ich mich auch noch ganz herzlich bei allen bedanken, die mich bei meinem Hall of Fame Video unterstützt haben. Das habt ihr vielleicht gesehen. Das ist ein Video, bei dem ich besonders schöne und interessante Modelle der letzten Jahre eben zusammengetragen habe und eben in einem Video verarbeitet habe. Sinn der Aktion war, diesen besonders schönen Modellen etwas mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Ich sehe es ja selber bei meinen Videos, wenn ich was hochlade, ist es so nach 2-3 Wochen nicht mehr wirklich interessant, da schaut es eigentlich keiner mehr an. Und so ist es ja bei den alten Sachen auch. Manches reicht da auch zurück bis ins Jahr 2010. Das schaut wahrscheinlich keiner mehr an. Aber man kann trotzdem eine Menge Inspiration davon bekommen. Und deswegen dachte ich mir, dass ich das eben nochmal mit euch teile. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ist es gar nicht so einfach, manche von den Leuten ausfindig zu machen. Der ein oder andere ist auch gar nicht mehr aktiv auf YouTube. Also das war eine recht interessante Sache, die Leute zu finden und dann zu kontaktieren und auch dann die Bilder zu bekommen. Jedenfalls scheint es so zu sein, dass das Video euch sehr gut gefallen hat. Es hat recht viele Aufrufe und auch gute Bewertungen und Kommentare bekommen. Freut mich sehr, dass sich die Mühe dann auch gelohnt hat und ich werde es vielleicht bei Zeiten mal wieder machen. Schauen wir uns jetzt an, was sich auf der Werkbank tut. Wie ihr sehen könnt, die Fahrzeuge für das Famorama sind fertig bemalt und gealtert. Da bin ich auch sehr froh drüber, das war doch recht aufwendig, das hätte ich nicht ganz gedacht am Anfang, aber hat sich dann eben so herausgestellt, dass das Ganze etwas arbeitsintensiver ist als geplant und gedacht. Besonders überrascht war ich hier über meinen Farbverbrauch. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich da so viel Farbe benötige, also solltet ihr mal was Ähnliches planen, dann sorgt es dafür, dass ihr alle Farben in ausreichender Menge vorrätig habt, sonst steht ihr da wie ich mit einem halb lackierten Modell und ihr könnt es nicht weitermachen für ein paar Tage. Schauen wir uns das Ganze mal aus der Nähe an. Hier die Zugmaschine. Die Beladung ist schon eingeklebt. Das ist auch etwas zeitintensiver gewesen als gedacht, aber da sind halt einfach eine Menge Details zu bemalen. Grundsätzlich ein sehr schöner Bausatz von Tamiya. Passt eigentlich recht gut, bis auf die Motorhaube, da hat es ein bisschen gezwickt. Die Ketten sind besonders schön, die sind beweglich und auch recht stabil, also die machen auch den Alterungsprozess ganz gut mit. Die Vorderachse und die Lenkung habe ich auch beweglich gehalten, weil das für das Diorama dann doch ganz wichtig ist, dass sich das richtig anpasst am Untergrund.
Ja, ein paar Lackschäden und so habe ich auch noch aufgetupft, hauptsächlich mit Schwamm und so weiter, aber auch ein bisschen mit dem Pinsel, so feinere Kratzer aufgemalt. Ja, ist eine große Fläche, die man da behandeln kann. Deswegen macht es auch besonders Spaß, die Tannlackierung aufzusprühen und dann eben auch zu altern, weil es da einfach Fläche gibt, die man bearbeiten kann. Hier dann der Sonderanhänger mit dem Stuck 3 als Zuladung. Das Stuck 3 hat jetzt keine Ketten drauf. Das hat damit zu tun, dass der Bausatz nur diese schäbigen DS-Ketten dabei hat. Ich hätte auch Ersatz gehabt, aber ja, auf dem Foto, das ich da ein bisschen nachempfinde, ist als Zuladung ein Panzer 4 drauf, der auch keine Ketten aufgezogen hat. Also dachte ich mir, das ist eigentlich gar kein Problem, wenn ich da keine Ketten drauf packe. Sieht auch mal ein bisschen anders aus. Das Fahrzeug hier ist eigentlich nur sandgelb, dafür habe ich dann aber die Zugmaschine und den Anhänger abgetarnt. Mir scheint so, dass die meisten Stuck 3 in Italien relativ wenig Tannlackierung hatten und einfach sandgelb unterwegs waren. Der Anhänger hat mir besonders viel Spaß gemacht beim Lackieren, weil er einfach eine große Fläche bietet, auf der man sich austoben kann. Es sind auch relativ wenige Details nur, die man noch irgendwie einzeln lackieren muss. Also das ist eigentlich eine schöne Sache. Jetzt das Verdeck habe ich noch nicht angeklebt, da soll ja noch eine Figur rein. Also das bleibt noch ja, separat. Hier seitlich diese Wannenflächen, da gibt es im Bausatz auch ein Abziehbild, aber die sind nicht wirklich gut dafür. Das, ja, weiß nicht, passt sich nicht so schön an. Deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, die einfach aufzuschablonieren. Das sieht eigentlich ganz gut aus, finde ich. Eine wirkliche Herausforderung war dann am Schluss das Stuck 3 mit den ganzen Ketten und Haken vorschriftsmäßig zu verzurren auf dem Anhänger. Das ist recht mühsam, also da braucht man eigentlich 3 Hände dafür. Ja, da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen, ist eine kleine Geduldsprobe. Auch der Opel Blitz ist fertig, den habe ich wie das Stuck 3 auch nur sandgelb lackiert. Dafür hier aber mit deutlich mehr Lackschäden rundum. Habe ich mich auch vor allem auf die Ladefläche hier konzentriert, dass hier ein bisschen so das Holz durchscheint, dass eben der Lack ein bisschen so einen abgewetzten Eindruck macht. Dass ich die Türe schon beim Rohbau so halb geöffnet gebaut habe, das hat sich später als Fehler erwiesen. Die ist einfach sehr oft abgebrochen, vor allem beim Altern, aber auch schon beim Lackieren. Das war einfach ein bisschen nervig. Das ja, sollte ich das nächste Mal auch besser machen. Vielleicht, dass man da mit Holzleim die Tür nur mal so provisorisch in geschlossener Position befestigt oder ganz separat lässt. Eins von beiden. Das hat sich auf jeden Fall nicht bewährt so. Ansonsten ist das Fahrzeug auch gealtert wie die anderen auch. Viel mit Gartenerde, das sieht man hier unten vor allem, dass das Fahrwerk mit Staub und Dreck ja, regelrecht paniert ist. Das finde ich eigentlich ganz schön. Jetzt gerade für so italienische Szenarien bietet sich natürlich eine starke Verstaubung doch durchaus an. Im letzten Update wusste ich noch nicht genau, was ich da so als Zuladung auf den LKW packen möchte, aber das hat sich dann doch recht schnell herauskristallisiert. Hier seht ihr dann die Figuren fürs Diorama, da sind jede Menge Fallschirmjäger dabei. Die werde ich dann hier auf der Ladefläche positionieren. Die werden sozusagen gerade an die Front gefahren. Da ist dann unter anderem auch noch hier so ein Leichtgeschütz drauf. Das war bei den Fallschirmjägern im Einsatz so eine Art rückstoßfreie Panzerabwehrwaffe. Ja, und die steht dann da so drauf und die Fallschirmjäger sitzen und stehen auf der Ladefläche. Ja, eigentlich wollte ich die Figurenanzahl etwas geringer halten bei dem Diorama, aber es hat sich dann einfach gezeigt, dass das A doch recht interessant ist, wenn die da drauf sitzen, und B ist es einfach auch für die Geschichte, die ich erzählen will, vorteilhaft, weil es da einfach darum gehen soll, wer die Vorfahrt hat auf der engen Straße in den italienischen Bergen. Und ja, da hat man eben dann zum einen die Famo-Besatzung und dann eben die Fallschirmjäger, die dann eben zum Streiten anfangen. Und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen so. Die muss ich eben noch bemalen, das jetzt habe ich schon ein bisschen angefangen, aber ja, da wird dann auch noch mal einige Zeit drauf gehen, schätze ich, weil es dann doch relativ viele Figuren sind. Wie ihr sehen könnt, bin ich auch mit dem Diorama selber sehr gut vorangekommen. Da ist nämlich viel zu tun, eigentlich bloß nur die Straße, die irgendwie gestaltet werden muss.
Und dann muss ich auch noch den Bach irgendwie mit bisschen Wasser füllen. Da weiß ich aber noch nicht genau, was ich dafür hernehme. Ja, ansonsten der Boden als solcher ist wie auf jedem anderen Diorama von mir gestaltet worden mit Gartenerde, die mit Holzleim und Wasser vermischt wurde. Und diese Paste kann man dann sehr gut aufstreichen. Und wenn die trocken ist, sieht die recht überzeugend aus. Ansonsten das Grünzeug, was ihr hier so sehen könnt, das ist von verschiedenen Herstellern. Zum Beispiel von Mini Natur, von Noch oder auch von Mick. Habe ich versucht, möglichst unterschiedliche Pflanzen da zu verbauen, dass es eben überzeugend natürlich aussieht. Ich bin eigentlich ganz erstaunt, dass das Diorama gar nicht so schwer ist. Ich kann es eigentlich noch ganz gut hochheben, alleine. Also das ist eigentlich ganz gut. Ich hätte eigentlich schon erwartet, dass das deutlich schwerer gerät. Aber da hat sich dann doch ausgezahlt gemacht, dass ich da sehr viel schon aus Styropor vorgeformt habe. Weil sonst hätte es locker 20, 30 Kilo wiegen können. Und es wäre dann doch etwas unhandlich geworden. Ja, es tut wirklich gut, das Famorama so allmählich auf der Zielgerade zu sehen. Und ich freue mich dann auch schon drauf, wenn ich wieder mal was anderes bauen kann. Ich habe dann zum Beispiel noch den Hobbyboss Schneiderpanzer hier, für den ich einen Baubericht machen will. Oder auch von Bronco den Flammpanzer 2. Bei denen ist jetzt weiter nichts vorangegangen. Ich konzentriere mich momentan wirklich nur auf dieses große Diorama, dass das endlich mal aus der Werkstatt verschwindet. Soweit so gut. Jetzt schauen wir uns noch an, was ich mir alles an neuen Bausätzen seit dem letzten Update zugelegt habe. Jetzt sind wir auch schon fast am Ende des Updates. Ich möchte euch allen ein schönes Weihnachtsfest schon mal wünschen und auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hoffentlich habt ihr ganz viel Zeit zum Modellbau in der Zeit und könnt ihr auch viel auf YouTube anschauen, weil ich denke, da wird es dann auch viel zu sehen geben, weil es ja mehr Leuten so geht wie mir und euch, dass sie endlich mal Zeit haben, wieder was zum Bauen und das dann eben auch teilen können. Gegen Ende des Jahres wird es dann auch noch von mir ein Jahresrückblicksvideo geben, so wie ich das eigentlich auch jedes Jahr mache, wo man nochmal alle Modelle, Ereignisse und auch Messen zusammen sehen kann. Das ist immer eine schöne Sache, dass man das nochmal so Revue passieren lässt. Ansonsten bin ich eigentlich davon überzeugt, dass das Famorama dieses Jahr noch fertig wird. Da wird es dann auch ein Video dazu geben, dass man das Fertige dann auch nochmal sieht. Und dann hoffe ich doch, dass ich da mit Volldampf an den anderen angefangenen Projekten weitermachen kann und vielleicht auch noch was Neues anfangen kann. Das wird man dann aber sehen. Soweit so gut. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Varkas.